Hallo ihr lieben Wagen, hier kommt eure Botschaft für das Kollektiv der Wagen. Ich lasse die Karten nur springen. Die Botschaft ist zeitlos. Ich bin gespannt, was ich euch mitgeben darf. Und wir warten mal, bis die erste Karte fällt. Da haben wir sie. Lasst mich mal gucken. Ihr habt die 6 des Denkens. Hier geht es darum, dass euch friedlichere Zeiten bevorstehen, dass die Stürme des Lebens ruhiger werden, dass Ziele in greifbarer Nähe sind, dass es stressfreier wird und dass dich irgendwie auch glückliche Zeiten erwarten. Für manche kann es sein, dass sie sich auf eine Reise begeben, übers Wasser oder in ein anderes Land, oder dass das Ausland direkt auch eine Rolle mitspielt. Ja, wo habe ich denn meine Karten hier? Na. Das doppelt sich ein bisschen. Hier haben wir ja, dass die Stürme sich legen und vorbei sind, und hier hast du die Klärung. Das bedeutet für dich, dass du dich auch von jeglicher Negativität oder Destruktivität weghältst, wo andere Leute in dein Leben bringen. Und dass du irgendwo auch so friedliche Erfahrungen machst. Hier haben wir zweimal friedliche Erfahrungen. Vielleicht ist es für dich auch mal wieder wichtig, tatsächlich Frieden zu empfinden und nicht mit einem Unfrieden in deinem Herzen herumläufst. Wir haben hier für dich die neue Idee. Hier kann sein, dass sich irgendetwas zeigt, was du aufgreifst, eine neue Möglichkeit. Die ist auch so gewollt von oben. Und du solltest diese Idee mit anderen teilen und weiterhin daran arbeiten, deine Ziele hier umzusetzen. So, für dich haben wir beglückende Veränderungen, das freut mich enorm. Also es wird auf jeden Fall friedlicher, du kannst bei irgendetwas dein Schwert niederlegen und dieses Ding, ich muss so kämpfen, geht raus, und zwar schon in den kommenden Wochen. Das ist ein sehr naher Zeitraum. Für dich haben wir den Weißdorn hier. Lass dein Herz für dich denken, es weiß. Der Weißdorn stärkt die Kraft für dein Herz und sorgt auf sanfte Weise dafür, dass es leicht und weit wird und du dich auch wieder öffnen kannst für die Dinge, nicht verhärtet bist irgendwie irgendwo. Und unten hast du noch den Fliegenpilz. Träume dich glücklich. Der Fliegenpilz holt dir deine Träume ins Licht oder ans Licht. Und es geht auch sehr viel bei dir um Selbstverwirklichung. Du kriegst Zeichen von oben geschickt oder von irgendwoher, kann auch manchmal durch einen anderen Mensch sein, durch irgendetwas, was du liest, was du siehst, was du plötzlich wahrnimmst. Und es geht um deine Werte, ne? Deine Wertvorstellungen an sich, das, was dir wichtig ist zu leben und wie. Und natürlich geht es bei den Werten auch darum, aus dem, was man kann, einen Mehrwert zu machen im Leben. Bei dir hat es sehr viel mit dem Thema Unabhängigkeit zu tun. Also sich nicht abhängig machen von anderen,
so unabhängig wie möglich zu bleiben, scheint hier für dich die Botschaft zu sein, liebe Waage. Vielleicht darfst du auch dein Wertesystem mal überdenken, je nachdem. Es gibt ja auch Werte, die haben einen nie weitergebracht, aber man hält daran fest. Kommunikation, Nachrichten, Briefwechsel, Austausch über die Finanzen, vielleicht ja auch viel, was mit dem Bereich Finanzen zu tun hat, was dich in die Unabhängigkeit führen kann oder wo du eben aus etwas, was du kannst, etwas rausziehst. Ja, vielleicht geht es auch um Investitionen, um finanzielle Verluste, um irgendetwas zu ändern, was sich nicht rentiert hat, oder hier beißt die Maus an den Finanzen dran. Vielleicht auch nur im kleineren Bereich, oder es gibt eben Dinge im kleineren Bereich, wo du jetzt kommunizierst, damit du das Ganze wieder in den Erfolg kriegst. Hier speziell kann es auch um Geld von Kindern gehen. Und mit den Blumen hast du hier unten drunter aber die gute Auflösung. Wir gucken mal, oder auch Geschenke in diesem Bereich. Ne? Auflösung hört sich jetzt so blöd an, aber ein Ausgleich auf jeden Fall. Wir gucken nach einem Krafttier für dich, liebe Waage. Und wir haben den Fuchs, den hatte ich bei den Zwillingen auch schon mal. Und der Fuchs bringt dir hier die Botschaft, dass du jetzt Enttäuschungen überwinden kannst, die du mal hattest, dass du alte Wunden in einer geborgenen Atmosphäre genesen lassen kannst und dass deine Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Hier darfst du auch ausgetretene Pfade verlassen, also mal Dinge anders machen. Du hast vielleicht das Gefühl, dass man da nicht sieht, dass dich die Leute nicht wahrnehmen, dass deine Wünsche und Bedürfnisse nicht erkannt werden, dass du vielleicht auch für manche einfach nur Luft bist. Etwas fehlt dir in deinem Leben. Du suchst vielleicht, wo der Weg hingehen könnte, was als nächstes kommen könnte. Aber es geht ja dann auch mehr ums Überleben als ums Leben, und irgendwie versuchst du auch ein Stück vom großen Ganzen abzubekommen. Und der Fuchs, der führt dich ein bisschen an den Spiegel deiner Seele und erklärt dir, dass du eigentlich mit allem versorgt bist, dass du dich nicht mit anderen messen sollst, dass du nur nach dir guckst, damit es dir gut geht und dass du deinen Wert für dich hochhalten kannst, denn auch du bist einzigartig, wunderbar und unverkennbar, hast irgendwie eine ganz eigene Bestimmung. Und du darfst dir hier das geben, was du von anderen vielleicht erwartet hast und nicht bekommen hast. Du fängst jetzt hier an, deines eigenen Glückes Schmied zu werden. Das ist schon mal gut, weil damit hast du dann nämlich die Unabhängigkeit, dass dich das Außen nicht so sehr mitreißt, dass du hier anfängst zu überlegen, ich bin vielleicht da nicht gut genug, ich bin anders als die anderen. Also diese Werte, die man so hat, die sind vielleicht nicht konform mit dem, was andere tun, aber das müssen sie auch nicht. Dann haben wir für dich noch den Engel des Selbstvertrauens, Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen. Hier geht es sehr viel um dich. Und der Engel sagt dir, du bist ein wertvoller, besonderer Mensch. Dein Engel hilft dir, das jeden Tag aufs Neue zu spüren. Lerne dich selbst zu schätzen und mache dir bewusst, welche einzigartigen Fähigkeiten du besitzt. Dein Engel hat Vertrauen in dich, so hab du es auch. Eine schwere Phase ist jetzt beendet und du gehst aus dieser Phase mit einem Aha-Erlebnis raus, das dich sehr, also das, was man hier Erkenntnis oder Erfahrung nennt,
es dich sehr erleichtern wird. Liebe Waage, ich drücke dich. Bis bald.